In diesem Video möchte ich mich einmal mit Gyaku-Nagare befassen, dem umgekehrten Fließen. Im Training, oft auch einfach nur als Fluchtrolle bezeichnet, gibt es hier ein kleines Detail, was dazu führt, dass man eine wesentlich größere Reichweite erzielen kann bei dieser Rolle. Wenn euch dieses kleine Detail interessiert, bleibt gern dran. Ich bin Dr. Nimpo Ralf und nach dem kurzen Trailer zeige ich euch, wie es geht. So, hier einmal die übliche Ausführung von Gyaku-Nagare, wie es meist als Basisversion in den unteren Leveln erlernt wird. Der ausgestreckte Arm wird hierbei seitlich im Kreisbogen nach hinten unten geführt, ähnlich einer Spirale. Wie ihr sehen könnt, ragt der Arm hierbei stark aus dem Seitprofil heraus. Typisch für Gyaku-Nagare ist ferner das Abrollen über die diagonale Schulter, soll heißen über die Schulter, wo das Bein nicht vorne steht. Bei richtiger Ausführung entsteht darüber hinaus ein Positionswechsel von einer rechtsseitigen zu einer linksseitigen Kamae bzw. andersherum. Gestartet und beendet wird meistens mit Ichimonji no Kamae. Wie mache ich Gyaku-Nagare nun zu einer Fluchtrolle mit größerer Reichweite? Während die Bewegungsenergie in der Basisvariante spiralförmig nach unten in die Rolle geführt wird, bringe ich durch eine kleine Änderung der Armbewegung meinen Schwung in Linie zur Bewegungsrichtung nach hinten. Im Vergleich ist gut zu sehen, dass mein ausgestreckter Arm kaum noch aus dem Seitprofil herausragt. Ich führe meinen ausgestreckten Arm diesmal nicht horizontal im Kreisbogen nach vorn, sondern vertikal im Kreisbogen am Körper vorbei. Durch diesen Schwung kann ich mich besser mit dem vorderen Fuß vom Boden abdrücken und gelange mehr in eine Sprungrolle, mit dem Resultat einer größeren Reichweite. In meinem kleinen Testaufbau könnt ihr hier die Entfernung oder den Unterschied in der Entfernung wesentlich besser sehen. Okay. Was ist nun die bessere Variante? Vom Konzept her gibt es meiner Meinung nach hier kein besser oder schlechter. Es kommt im Grunde genommen darauf an, in welcher Situation ihr Gyaku-Nagare anwendet, sofern ihr es anwendet. Mit der horizontalen Armdrehung kann aus der Bewegung heraus geschlagen, gestoßen bzw. weggestoßen oder mitgenommen werden und die Nagare-Form führt auf Kosten der Distanz schneller nach unten in Deckung. Mit der vertikalen Armdrehung kann ich im Gegensatz zur vorhergehenden Variante effektiver mehr Schwung mit nach hinten in Bewegungsrichtung nehmen und kann dadurch eine größere Distanz erreichen bzw. zwischen mich und den Angreifer bringen. Wenn nötig, kann ich mit geschicktem Absprung sogar kleinere Hindernisse überwinden, bevor ich in die direkte Rolle hineinkomme. Das hier von mir gezeigte Konzept ist natürlich ein Erfahrungswert aus meinem eigenen Training. Kann also gut sein, dass in eurem Dojo oder dass grundsätzlich in anderen Dojos da noch ganz andere Ideen und Konzepte existieren und trainiert werden. Die Distanz, wenn man das als Fluchtrolle betrachtet, kann natürlich auch noch erweitert werden, indem man hinten noch einen weiteren Schritt anhängt, beziehungsweise einen Doppelsprung. So haben wir das auch schon bei uns im Training trainiert. Letztendlich ist das Ganze abhängig davon, in welcher Situation man dieses Prinzip oder Gyaku-Nagare gebraucht. Mich würde mal euer Feedback zu diesem Tipp interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen da. Damit bin ich wieder am Ende dieses Tipps und ich hoffe, das Video war inspirativ für euch. Ich sage Tschüss, euer Dirk von Nimpo Ralf.